Marketingautomatisierung für Arztpraxen und Kliniken. Herzlich willkommen zu diesem Video. Gemeinsam zu Gast bei Clicktip heute Randolph Moreno-Sommer. Randolph ist Clicktip Certified Consultant, war auch Speaker schon zweimal, jetzt bei unserem Certified Consultant Event und hat sich auf Marketingautomatisierung, Digitalisierung von Arztpraxen und Kliniken spezialisiert. Und ich habe mit dem Randolph so ein bisschen gesprochen und er hat mir mal so ein bisschen die Kampagnen gezeigt, die er da so macht für seine Arztpraxen und hat gesagt, Mensch Randolph, das musst du unbedingt in einem Video zeigen. Und dann sagt der Randolph so, no, also das ist alles so einfach, Mensch, das ist doch für deine Online-Zielgruppe da nicht so interessant, weil die denken nachher noch, ich kann hier kein Online-Marketing und nein, Randolph, das musst du zeigen, weil gerade diese Einfachheit dieser Kampagnen, das ist gerade diese Stärke da drin und vor allem auch die Effektivität, die das eben bringt. Randolph, erzähl vielleicht mal ganz kurz, was machst du, mit welcher Form von Ärzten arbeitest du zusammen und wie läuft so eine Partnerschaft normalerweise bei dir ab? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und meinen Fall heute nochmal vorstellen darf. Also Mario hat es gerade schon gesagt, ich bin Spezialist für Marketingautomatisierung, Arztpraxen und Kliniken, die haben wir in der letzten Zeit immer mehr betreut und ich habe hier einen ganz, ganz tollen Case mitgebracht von dem Herrn Dr. Patrick Bauer, was wir hier gemacht haben, über den habe ich auch berichtet auf dem Certified Consultant Seminar hier in Sofia. Und im Kern geht es darum, dass der Arzt wirklich sich um seine Arzttätigkeiten kümmert, wirklich Arzt sein kann und die anderen restlichen Aufgaben, die da drumherum sind, abgibt und in eine Marketingautomatisierung mit hineinpackt. Und im Endeffekt sind das drei einfache Schritte, die man geht. Und zwar, dass man sich das einmal so von der Strategieseite anschaut, was ist notwendig, um das Ganze zu integrieren. Dann natürlich, wie setzt man das Ganze um? Und der dritte Schritt ist, wie betreut man dieses System langfristig? Und genau, das ist erstmal so ganz einfach gesagt, wie das Ganze ablaufen kann. Super. Randolph, erzähl mal bitte vor der Zusammenarbeit mit dem Herrn Dr. Patrick Bauer, wie sah der Alltag aus von ihm? Was waren die großen Herausforderungen? Also man könnte sagen, es war eine Baustelle. Der Dr. Bauer hatte eine Agentur gehabt und die hat immer nur so Done-for-You-Lösungen abgetrieben, die keine Automatisierung beinhaltet haben. Zum Beispiel mal eine Kampagne schalten oder eine neue Webseite aufsetzen, aber damit war halt wenig getan. Die Frage, die wir immer hatten, war, wie gewinnen wir neue Patienten, die unsere Serviceleistungen wertschätzen, die genau zu uns passen. Und das Zweite war auch, wie betreuen wir diese Patienten, wenn sie sich bei uns gemeldet haben. Und ja, wie gesagt, das war eine Baustelle davor. Es gab viele Komponenten, die unklar waren. Und nachdem wir dann angefangen haben, hieran zu arbeiten, haben wir einen guten Entwicklungsprozess von 1 bis 1,5 Jahren hingelegt, um diese Klarheit herauszufiltern, wie wir sie heute haben, diese Einfachheit, in der wir sie Ihnen heute zeigen. Da steckt eine ganze Menge Entwicklungszeit und Geld auch drin, um klarzumachen, wie kommen die richtigen Patienten zu den richtigen Ärzten, wie können Patienten zur richtigen Zeit den Termin buchen, auch wenn sie abends um 21 Uhr gerade den Arzt den Termin buchen können und vor allen Dingen, wie werden sie langfristig richtig betreut. Ne? Super. Genau. Okay. Randolph, also wenn ich es richtig verstanden habe, der Herr Dr. Bauer, der war letztendlich im Tagesgeschäft involviert, hat viel Zeit damit verbracht, Prozesse manuell zu handeln, hat sich natürlich auch ein bisschen davon überwältigt gefühlt, weil eigentlich möchte er gern arbeiten, also als Arzt arbeiten, er möchte gern Menschen helfen und nicht da in der operativen Welt da seine Zeit verlieren. Ja? Genau. Und erzähl doch vielleicht mal an ein paar Beispielen, was habt ihr da genau konkret implementiert? Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann war einer der Punkte, die ihn wirklich gestresst hat, war einfach diese ganze Terminbucherei und den Leuten immer wieder dieselbe Soße zu erzählen zur Vorbereitung auf so eine OP. Richtig verstanden? Genau, ja, vollkommen richtig. Also man muss jetzt noch mal ganz kurz den Weg anschauen, so wie kommen Patienten in so eine Arztpraxis hinein, die gehen meist auf die Webseite und dann hat man zwei Möglichkeiten, entweder man ruft direkt an oder man nutzt das Terminformular. Und das Terminformular hat den Knackpunkt, wenn da kein automatisierter Termin rausgesucht werden kann, dass ein Termin-Ping-Pong hin und her ist. Wann haben Sie denn was frei? 3 Termine hier, das passt nicht, dann wieder rüber. Und wenn das übers Telefon geht, dann muss natürlich eine Erreichbarkeit sichergestellt worden sein. Und diese negativen Konsequenzen haben wir uns angeguckt und ausgemerzt. Und vielleicht gucken wir jetzt einfach mal hier in die Webseite rein, ganz kurz, damit wir das mal praktisch zeigen können. Wir sind jetzt hier direkt bei dem Dr. Bauer, der ist Spezialist für Brustoperationen, der hat verschiedene Behandlungsfelder.
Und stellen Sie sich einfach mal vor, Ihre Interessentin sitzt 20 Uhr abends vor dem Computer und guckt so, wer ist der richtige Arzt, und jetzt tauchen Sie da auf einmal auf. Und natürlich möchte man dann auch, wenn man sich entschieden hat, jetzt gleich am besten einen Termin haben. Und deshalb haben wir hier mit Clicktip gemeinsam der Schnittstelle vom Terminpiloten das Ganze integriert. Das heißt, hier kann die Patientin raufgehen und sich dann selbst durchklicken und sich selbst den nächsten freien Termin sozusagen aussuchen von der Uhrzeit. Super. Kann man ungefähr sagen, so von den Patienten, die das nutzen, und wie viel nutzen das online, wie viel vereinbaren es noch klassisch übers Telefon? Also es ist wirklich so, dass 80% der Patientinnen der heutigen Generation nutzen das einfach online. Es ist ein sehr einfacher Weg, er ist sehr transparent und wir sind da so bei 80%. Und das ist halt auch so, ne, tagsüber arbeiten die Leute vielleicht auch und haben keine Lust, da irgendwo an der Arbeit da mit einem Arzt zu telefonieren für die nächste Brust-OP. Das ist schon ein sehr sensibles Thema. Deshalb ist das natürlich auch toll, dass halt gerade zu den Zeiten, die halt nicht die Geschäftszeiten sind, dass ihr da die Möglichkeit schafft, eben hier die Erreichbarkeit zu gewährleisten. Und gleichzeitig ist es wiederum auch, ne, diese Tools, die jetzt heutzutage wirklich für laut zu haben sind, die sind halt wirklich 24 Stunden da, rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr. Die wollen keine Gehaltserhöhung, die schreiben keine Krankmeldung, die wollen auch nicht in Urlaub fahren, die funktionieren einfach. Und das ist halt erstmal eine riesen Zeitersparnis und auch eine riesen Entlastung für die Mitarbeiter in der Praxis von dem Dr. Bauer, die sich natürlich jetzt mit ihrer Arbeitszeit auf andere Sachen konzentrieren können, die Praxis an sich so eben weiter nach vorne bringen. Richtig zusammengefasst? Ja, absolut. Super. Und jetzt im weiteren Verlauf muss man sich auch einfach mal anschauen, was passiert. Eine Patientin bucht 2 Monate, 3 Monate vor den Termin, bekommt eine automatische Terminbenachrichtigung, und wir hatten circa eine Ausfallquote von 40-60% von Leuten, die dann nicht gekommen sind, sich in der Zwischenzeit einen anderen Arzt gesucht haben, den Termin vergessen haben. Und deshalb haben wir eine ganz einfache Kampagne aufgesetzt, wo wir gesagt haben, wir sollten die Patientin 10 Tage vor dem Termin nochmal befragen, ob es bei dem Termin einfach bleibt. Und das sieht man hier einfach im Marketing-Cockpit. 10 Tage vorher geht nochmal eine E-Mail raus und dann hat die Patientin dort die Möglichkeit zu klicken, ja, es bleibt dabei, nein, es bleibt nicht dabei. Und wenn sie sagt, ja, dann ist alles gut, es geht weiter, wir wissen, sie hat nochmal bestätigt, sie kommt zum Termin. Wenn sie sagt nein, kann sie automatisiert aus dem System einfach rausgenommen werden, der Termin wird sofort wieder frei und kann sofort von dem nächsten Interessenten, von der nächsten Interessentin wieder wahrgenommen werden. Und das ist ein riesen Vorteil, weil gerade hier in so einem hochpreisigen Segment, dass eine Beratung, die ausfällt, gleich mehrere tausend Euro, die dem Arzt da dementsprechend verloren gehen, und sitzt natürlich eine Stunde rum, hat nichts zu tun. Ja, das ist natürlich ein großer Ausfall. Und das Schöne an dieser Sache ist, das kann man halt auch alles wunderbar grafisch da zusammenklicken. Und Clicktip macht dann eben ganz genau, sendet eben die richtige E-Mail zur richtigen Zeit an die richtige Person. Und wie man auch jetzt hier sieht, das sind nicht besonders viele Personen, an die diese Mail rausgeht, sind halt wirklich relativ wenige, also von der Stückzahl, das sind jetzt nicht 20.000 oder 50.000 E-Mail-Adressen, die man sonst so kennt vom Newsletter, wenn man mal einen Newsletter raussendet, sondern es ist wirklich ganz gezielt an die Leute, die das eben hier betrifft, nämlich genau die eben einen Termin gebucht haben. Und wenn ich es richtig verstanden habe, also Terminbuchung online passiert, die Daten werden an Clicktip übertragen, dann Clicktip gemeldet und dann wartet Clicktip bis 10 Tage vor dem Termin, sendet die erste Erinnerungsmail raus. Hey, liebe Patientin, wir haben in 10 Tagen unseren Termin, ganz kurz Bestätigung, klappt das, ja oder nein? Klickt auf Ja. Kampagne beendet, klickt auf Nein, Termin wird wieder frei. Genau. Was passiert ist, wenn sie nicht reagiert? Dazu haben wir eine weitere Automatisierung eingestellt. Also Clicktip gibt ja exakte Rückmeldungen darüber, ob geklickt wird oder nicht. Und wenn jetzt gar nichts passiert, dann schicken wir 8 Tage vor dem Termin nochmal eine Erinnerung raus, sagen, wir haben Sie schon vor 2 Tagen kontaktiert, bleibt es bei Ihrem Termin. Und dann hat die Patientin wieder die Möglichkeit zu sagen, ja, es bleibt dabei, nein, es bleibt nicht dabei. Und wenn die Patientin dann nicht reagiert, also es ist auch manchmal so, dann trauen die sich nicht oder wer weiß, was die dann denken oder waren dann schon woanders, dann geht das direkt an das Team, in dem Fall von dem Dr. Bauer, kommt dann eine Rückmeldung, die Patientin hat ihren Termin nicht bestätigt und nicht reagiert, mit der Telefonnummer, mit dem Namen, und dann wird die wirklich per Telefon nochmal nachgefasst. Und dann kann es sein, dass sie sagt, ja, ich war gerade im Urlaub oder ich habe die E-Mails nicht gesehen. Dann hat man den Kontakt 100%ig sicher in diesem Fall. Und wenn dann niemand reagiert, kann man in diesem Fall auch wieder den Kontakt aus dem System schmeißen. Super. Und auch diese Benachrichtigungsmail, die geht automatisiert von Clicktip raus. In dem Moment, wenn genau dieses Kriterium erfüllt ist, nämlich erste Mail, nichts passiert, zweite Mail auch nichts passiert.
Und jetzt sagt sich Clicktip, okay, ne, hier ist auch nichts passiert, also schicke ich eine Benachrichtigung an die E-Mail-Adresse von den Kollegen im Team von Dr. Bauer mit den Daten schon von der Patientin. Genau. Hallo liebe Frau sowieso, bitte diese Patientin anrufen, Vorname, Nachname, Telefonnummer, und dann ruft eben die Praxismitarbeiterin eben die Patientin an und fragt eben einfach, was nach ist, und kann entweder den Termin dann doch bestätigen oder eben wieder freigeben. Ja. Und kann man ungefähr sagen, wie viele Telefonate sind da so pro Woche, die da zustande kommen, so an dieser Stelle? Also es kommt ja immer, achso, du meinst jetzt die Telefonate von den fehlenden Reaktionen. Genau. Also wirklich ganz, ganz wenige. Ich schätze, kommt ja immer auf die Größe drauf an und wie viel da durchgeht. Ich sag mal so, dass 5-10% maximal, die da zustande kommen. Und die meisten dann davon, dass sie sagen, oh, ich habe das nochmal vergessen oder habe die E-Mail nicht gesehen, manche reagieren nicht. Also 5-10% der Telefonate, und dann 5% fliegen dann auch wieder raus, weil die sich ja nicht gemeldet haben. Super. Und vorher war das halt so, dass die Praxis hat erstmal grundsätzlich sehr viele Termine verloren, weil sie eben außerhalb der Geschäftszeit nicht erreichbar war. Und zweitens war eben der Mitarbeiter am Telefon ständig damit beschäftigt, einen Termin zu vereinbaren. Und diese gesamte Effektivität, die dadurch verloren geht, die ist jetzt in der Praxis drin. Ja? Weil jetzt ist wirklich, wird sozusagen, erstmal rufen sehr viel weniger Leute an, aber gleichzeitig ist der zeitliche Rahmen, in dem die Praxis kontaktiert werden kann, sehr viel größer. Und eben, wenn dann eine Online-Terminvereinbarung dann möglicherweise nicht mehr wahrgenommen wird von der Patientin, dann geht halt die Kampagne durch, erinnert. Und wenn nach der zweiten Erinnerung auch keine Rückmeldung kam, dann wird telefoniert. Und das beläuft sich wahrscheinlich auf irgendwie 10 bis 20 Telefonate pro Woche insgesamt. Ja, wie gesagt, kommt auch an, wie viele oben reingehen, wie viele da sind. Also wenige Telefonate noch. Ja. Und du hattest ja auch den Vertrauensaufbau, oder den möchte ich jetzt nochmal ansprechen, den Vertrauensaufbau, bevor jetzt überhaupt eine Patientin zu dem Arzt hineinkommt, ist oftmals Vertrauensaufbau sehr, sehr wichtig, und den haben wir natürlich auch automatisiert. Ne? Super. Kannst du da vielleicht auch nochmal zeigen, wie ihr das gemacht habt? Das ist, glaube ich, sehr interessant, weil das, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Punkt ist, dass ich als Arzt immer sehr viel Zeit damit verliere, den Patienten immer wieder dasselbe zu erzählen. Und diese Zeit, die muss ich ja nicht machen, sondern ich kann das ja auch, so wie ihr das sehr schön gemacht habt, automatisiert erledigen, und vielleicht kannst du das auch nochmal zeigen. Also wir können hier nochmal auf die Webseite gehen, und dann sehen wir hier auf der linken Seite, gibt es die Möglichkeit für die nicht gleich entschieden sind. Für so einen Arzt entscheidet man sich ja auch im Laufe der Zeit, dass man sich hier erstmal ein E-Book runterladen kann, wirklich einen Mehrwert, den der Arzt auch mit reingibt. Hier in dem Fall die 7 wichtigsten Punkte vor einer Brust-OP. Oder natürlich, nachdem sich die Patientin eingetragen hat, beides geht in Clicktip rein, dass man dann in eine Kampagne hineinkommt, wo erstmal das E-Book verschickt wird, dann gibt es erstmal was in die Hand, Material, was es zu lesen gibt. Dann haben wir hier ein automatisiertes Webinar abgedreht, wo der Arzt sich nochmal vorstellt, sein Team, seine Leistung, wie der Ablauf von so einem Beratungsgespräch von der jeweiligen Operationsart ist. Und dann schicken wir hier relevante E-Mails raus, wie Wichtigkeit, Spezialisierung des Facharztes, welche Rolle spielt der Preis der Brustoperation. Und das kommt dann immer sehr, sehr gut an, da bekommen wir sehr gute Rückmeldungen. Wir haben in den E-Mails nochmal Videos verpackt, wo dann auf die spezielle Thematik nochmal eingegangen werden kann. Und dann kommt eine Patientin wirklich schon absolut vorbereitet zu dem Beratungsgespräch, hat einen unglaublichen Vertrauensaufbau gewonnen über diese Videos zum Arzt, und vor allen Dingen werden auch die Patientinnen, die nicht in Frage kommen, die vielleicht nicht ganz genau gewusst haben, was kostet die Operation oder was muss ich denn beachten, die kommen dann nämlich nicht mehr zum Beratungsgespräch, weil die merken vor, oh, das ist mir jetzt zu teuer, oder vielleicht sollte ich mit einer Brustoperation erst warten bis zu dem Zeitpunkt, nachdem ich Kinder bekommen habe, und melde mich deshalb wieder ab. Und so wird die Kapazität des Arztes, die ja unglaublich beschränkt ist, einfach so sehr geschont. Und zu dem Arzt kommen wirklich nur noch relevante Patientinnen und Interessentinnen, die dann wirklich sagen, ich habe mich für sie entschieden. Ja, also riesengroße Zeitersparnis, die da passiert. Und der Arzt kann sich eben jetzt darauf konzentrieren, wirklich auf die OPs, das, was er wirklich gern macht. Und diese ganzen vielen Vorgespräche, wo ja immer wieder dieselbe
dieselbe Schallplatte abspielt letztendlich, die habt ihr jetzt online und in Form von Videos und E-Mails und auch Webinaren, was ich sehr, sehr modern finde, für diese Nische Ärzte. Ja? Das finde ich richtig toll. Gratulation dazu. Und das erinnert mich gerade so ein bisschen wie an so eine Fertigungsstraße. Ja? Da vorne, ganz am Anfang kommt in die Fertigungsstraße so ein unbehandeltes Karosseriestück rein, dann wird es erstmal geformt, dann geht es an eine zweite Stelle, dann werden die Schraubenlöcher reingebohrt, in der dritten Stelle wird vielleicht noch was nachgeschliffen, dann kommt irgendwie die Farbe und irgendwann kommt am Ende dann der PKW raus. Und so ist das hier auch letztendlich eure Informationsfertigungsstraße, wo am Anfang eine nicht informierte, aber interessierte Patientin sozusagen reingeht in diesen Funnel und am Ende kommt eine vollständig informierte Patientin, die nach wie vor Interesse hat, die auch die finanziellen Mittel hat dafür. Die Patientin kommt in das Beratungsgespräch und die hat dann vielleicht noch 1 oder 2 Rückfragen, die sie dann auch noch klärt und sie unterschreibt und die OP geht los. Also eine riesen Zeitersparnis und diese Zeitersparnis kann natürlich der Herr Dr. Bauer dazu nutzen, um einfach seine Brust-OPs weiter durchzuführen. Absolut, ja. Klasse. Randolph, Mensch, und man sieht auch hier vom Aufbau der Kampagnen, das ist jetzt nicht irgendwie Raketenwissenschaft, sondern das ist letztendlich, sind das ein paar Mails, die dort in Serie geschaltet worden sind. Natürlich hört es jetzt nicht mit der Technik auf, man muss sich da schon auch ein bisschen bewusst werden, was schreibt man in den Mails. Man muss natürlich auch von der Webinarstrategie, wie baut man so Webinar auf, was kommt da am Anfang, was kommt ans Ende. Man muss sich da eine Content-Strategie überlegen. Aber der wichtigste Punkt, den wir versuchen, Ihnen hier rüberzubringen heute, ist, dass mit den Tools, die heutzutage zur Verfügung stehen, wenn Sie das nicht nutzen, ja, also die Züge sind schon losgefahren, aber es dauert nicht mehr lange, dann sind auch noch die letzten Züge abgefahren. Also es ist keine Frage, ob Sie das irgendwann nutzen werden in Ihrer Praxis. Die Frage ist nur, machen Sie es jetzt, noch zu dem Zeitpunkt, wo es noch wenige tun, oder machen Sie es erst dann, wenn Sie Ihrer Konkurrenz sozusagen dann richtig hinterherlaufen müssen. Ja. Und da echt Gratulation zu der tollen Zusammenarbeit. Der Dr. Bauer, der kann wirklich, glaube ich, sehr, sehr froh sein, dass er dich da gefunden hat. Und mit dir so einen tollen Berater, also der auch wirklich die Performance der Sache im Blick hat. Also nicht einfach jetzt hergeht und sagt, okay, Mensch, du brauchst eine Imagebroschüre, du brauchst jetzt eine Branding-Kampagne und du brauchst einen Newsletter, sondern hier wirklich so eine automatisierten Prozesse aufbaut, ganz nah an den Patienten mit hochwertigen Inhalten. Und das ist echt toll. Gratulation dazu. Randolph, wenn ich jetzt Arzt bin und ich schaue mir jetzt hier dieses Video an und denke mir, boah, krass, das brauche ich auch in meiner Arztpraxis. Wie kann ich mit dir in Verbindung treten? Und auch nochmal die Frage, hast du noch Kapazitäten jetzt für Ärzte und welche Kriterien muss ein Arzt erfüllen, damit du die Zusammenarbeit mit dem Arzt dann eingehst? Also, wenn Sie das in Ihre Praxis integrieren wollen, dann nutzen Sie den Link unter dem Video, wo es zu einem Bewerbungsformular geht. Und ich möchte ja nochmal sagen, ein Bewerbungsformular ist für uns einfach unglaublich wichtig, weil wir nicht mit jedem Arzt zusammenarbeiten. Wir wollen mit Ärzten und Kliniken zusammenarbeiten, die wirklich einen Mehrwert ihren Patientinnen bringen wollen, die denen wirklich helfen wollen, die richtige Entscheidung zu treffen, die nachhaltigste Entscheidung zu treffen und den richtigen Arzt auch zu finden. Das ist uns ein unglaublich hoher Anspruch, dass das auch gewährleistet wird. Und deshalb haben wir diesen Bewerbungsprozess und wir haben jetzt dieses Jahr noch 2 Möglichkeiten oder 2 Slots frei, um jemanden überhaupt zu betreuen, weil wir da ganz, ganz wenige tatsächlich betreuen, um den höchstmöglichen Nutzen für Sie auch zu haben, um sich auf Sie einzustellen. Also das ist wirklich, wir wollen mit Ihnen gemeinsam zusammen kooperieren und nicht eine Done-for-You-Fertiglösung haben, sondern wirklich Sie auch langfristig betreuen. Super. Das heißt, also das kann ich nur bestätigen. Also ich kenne den Randolph, ich weiß, was er für einen hohen Anspruch hat an seine Kunden. Und wenn Sie sich jetzt dann bewerben wollen für den Randolph, dann wäre genau das auch sehr wichtig, dass Sie das wirklich herausstellen. Was unterscheidet Ihre Praxis von anderen Praxen, was die Behandlungsmethoden angeht und eben auch darin, wie Sie eben Ihre Patienten eben glücklich stellen. Also das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Und Randolph, erstmal, ich finde es mega klasse, was du auf die Beine gestellt hast. Ich will dir auch nochmal echt gratulieren zu deiner tollen Zusammenarbeit, zu der geilen Kampagne. Ich freue mich da wirklich darüber, dass wir euch da mit Clicktip unterstützen können und dass dann möglicherweise
dank dieser automatisierten Kampagne, dank diesen tollen Videos, die er da erstellt hat, dieses fantastische Webinar, dass dann eine junge Frau, der jetzt gerade das Selbstbewusstsein fehlt, möglicherweise dort über diesen Kanal den richtigen Arzt auswählt, der ihr hilft und sie dann begeistert rausgeht aus dieser Behandlung mit neuem Selbstbewusstsein, möglicherweise dann einen neuen Partner findet und dann eine neue Beziehung startet, Familie gründet, Kinder bekommt und ohne dass sie weiß, dass da Clicktip auch einen Teil mit beigesteuert hat, aber das ist eine Sache, die mich wirklich mit großem Stolz erfüllt. Deshalb nochmal gratuliere dir zu dieser tollen Zusammenarbeit und auch zu der tollen Arbeit. Der Herr Dr. Bauer, der kann wirklich froh sein, dass er dich hat. Vielen, vielen Dank auch für deine Zeit und auch nochmal dafür, dass du hier diese Kampagnen vorgestellt hast. Das ist ja auch nochmal ein Thema, da ist auch nicht jeder bereit, dem zuzustimmen. Danke auch nochmal an den Herrn Dr. Bauer, dass er dem zugestimmt hat. Und ja, wenn Sie Zahnarzt sage ich schon, wenn Sie Arzt sind, eine Arztpraxis leiten oder eine Klinik und sich bewerben wollen beim Randolph für eine Zusammenarbeit, unter diesem Video finden Sie den Link dafür. Der führt Sie auf ein Bewerbungsformular. Füllen Sie das Bewerbungsformular aus und dann können Sie in einem persönlichen Gespräch mit dem Randolph rausfinden, oder welche Form der Zusammenarbeit da möglich ist. Genau. Und ja, vielen Dank, dass du heute hier warst, Randolph. Sehr gerne. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, auch dem Herrn Dr. Bauer viel Erfolg. Und wir danken auch Ihnen fürs Zuschauen und wir wünschen Ihnen ebenfalls viel Erfolg und viele Grüße aus Sofia. Ciao. Ciao.